nächsten 5 Tage bleiben. Allerdings Temperaturen maximal 17 Grad, also alles andere als sommerlich. Und hier im Übertragungswagen, sage ich jetzt einfach mal, in meinem Camper ist es auch recht frisch, 18 Grad, keine Heizung an. Gut, das Thema ist nicht nur China-Rollen, sondern auch AliExpress. Genau, da geht was anderes gerade an, weil der Livestream gerade gestartet ist. Gut, also nochmal hallo aus Norwegen und das Thema des Videos ist ja China-Rollen, aber nicht nur das, sondern AliExpress. Denn vor ein paar Wochen hat mich AliExpress selbst angeschrieben, also kein Händler auf AliExpress, sondern eben ja, die Verwaltung selber, dass ich vielleicht für AliExpress Werbung machen könnte. Und da habe ich mir gesagt, naja, ich kaufe ja sowieso ständig da, warum denn nicht? Ich habe ja nichts zu lügen oder zu faken oder ähnliches. Und habe dann einen Einkaufsgutschein gekriegt, wo ich mir Sachen aussuchen konnte. Ja, und hier sind wir. Ich habe ein paar Sachen gekauft und ein paar Sachen halt, die älter sind, die stelle ich auch vor. Und ein paar Sachen, die eben älter sind, beziehungsweise die ich schon gekauft habe und die ihr auch schon aus anderen Videos kennt, die stelle ich nochmal explizit vor, beziehungsweise gebe da so einen Langzeit-Review-Eindruck. Das haben mich ja auch viele gebeten in den Kommentaren, dass ich einfach mal Langzeit-Review mache, speziell von den Noebi-Rollen. Aber kommen wir nochmal zu AliExpress an sich. Ich kaufe da seit ungefähr 14 Jahren und bin darauf aufmerksam gemacht worden, auf Gran Canaria durch einen Canario. Und zwar ist es nicht nur auf Gran Canaria, sondern auch hier in Norwegen schwer bis unmöglich, Sachen bei Amazon zu bestellen. Und da habe ich halt alternative Lösungen gesucht und da kam halt der Canario und meinte hier, ich bestelle Angelschnur immer auf AliExpress. Da dachte ich, AliExpress, das hört sich Alibaba und die 40 Räuber so ungefähr an. Ich finde das auch bis heute ein sehr unglücklicher Markenname. Naja, damals habe ich mir dann diese Herkules-Schnur gekauft, so eine vierfach geflochtene. Und für damalige Verhältnisse war die eigentlich in Ordnung. Vor allen Dingen war die spottbillig. Und Angelschnur brauchst du zum Spinnfischen ohne Ende auf den Kanaren, wegen Hängern und weil damals die Rollen noch nicht so toll waren, wegen ständigen Windknoten. Ich hatte eine renommierte Marke, eine Tikka Taurus. Vielleicht kennt ihr noch jemand, die galt mal so als Konkurrenz, vielleicht sogar zur Stella. Von der Konstruktion her ja, aber von der Qualität her und letztendlich von den Passungen war es eine Katastrophe. Es war ein richtiger Köderkiller. Windknoten und ja, sogar der Schnurfangbügel ist ständig zugeklappt und hat halt die Köder dann abgeschossen. Dann habe ich natürlich meine Rollen nur gekauft bei renommierten Herstellern. Was ihr da so gerne postet, kauft nur bei renommierten Herstellern, weil ich hatte schon Respekt bezüglich AliExpress, mir eben da Rollen zu kaufen. Da gab es ja fast nur billige. Und auch bei den Ködern zum Beispiel, da musste man ja ziemlich aufpassen. Und das ist auch heute noch so. Wenn ihr einen Wobbler für 1,90 € kauft, dann bekommt ihr einen Wobbler für 1,90 €. Das heißt, da kannst du nichts erwarten. Auch auf AliExpress kosten inzwischen gute Wobbler zwischen 4 und 12 € inzwischen. Aber immer noch besser als irgendein Yosuri für 30 € zu kaufen. Ja, jedenfalls mit Rollen habe ich mich sehr schwer getan auf AliExpress. Ganz einfach, es gab keine Salzwasserrollen dort zu kaufen. Und die Übersetzung stimmte nicht. Du brauchst ja eine sehr hohe Übersetzung beim Meeresspinnfischen. Und das waren so die Hauptgründe. Also keine richtige Salzwasserrolle und die falsche Übersetzung. Deswegen habe ich eben renommierte Marken gekauft, wie zum Beispiel Daiwa und Penn. Nicht auf AliExpress, sondern eben regulären Angelläden oder eben aus Deutschland mitgebracht. Ja, hier diese Rolle zum Beispiel, die sollte wasserdicht sein, von Penn. Das ist die Penn Spinfisher. Penn Spinfisher, die hatte ich mir eigentlich gekauft zum Spinfischen und das ist eine Katastrophe. Die Rolle ist eine gute Grundrolle, also für das Grundangeln oder was auch immer, aber zum Spinnfischen absolut gar nicht geeignet. Allein schon von der Spulenhöhe kann man das eigentlich abschätzen.
Die hat ohne Ende Windknoten produziert, Wurfweite daneben. Man sieht es auch, wenn der Schnurfangbügel aufgeht, dass der Schnurfangbügel praktisch hier an der Kante lang geht und ständig die Schnur praktisch beim Werfen bremst. So, ist eine gute Rolle eigentlich und sollte waterproof sein. Eigentlich. Die ist mir bei einem Guiding auf Rochen, damals durfte man noch auf Rochen angeln, das ist inzwischen ja verboten, ist die mir in der Brandung einfach nur in den Sand, kurz in eine ganz seichte Brandung reingefallen. Der Matthias, falls er zuschaut, der wird sich daran erinnern. Sofort natürlich rausgeholt und zu Hause das Ganze abgespült, aber beziehungsweise hier das Mikrofon. Seitdem ist das Schnarren da. Ich habe alles Mögliche versucht. Ist es wahrscheinlich, wie auch bei dieser Daiwa Salt Tiger, die ich mal hatte, ist wahrscheinlich das Nadellager angegriffen und ja, das war es dann zum Thema Waterproof. Da ist mir aber noch nicht aufgefallen, um was das Thema eben auch heute ging. Dann habe ich mir die Daiwa Saltis Nero, ist im Prinzip wie eine BG gekauft. Eine sehr gute Rolle, die ich auch bis heute noch habe. Ja, aber irgendwann ist es mir dann mal wie Schuppen aus den Haaren gefallen. Und zwar Made in China. Made in China. Das heißt, eure ganzen renommierten Marken, auch DHM, auch Abu Garcia, alle günstigen Rollen sind alle Made in China. Von Daiwa und Shimano werden praktisch nur noch die Flaggschiffrollen in Japan produziert in dem Fall. Alles andere, Shimano, wird nicht mehr in Japan produziert, auch alles China oder sogar andere Länder noch, wird doch offiziell inzwischen zugegeben. Ja, es dauert aber eine Weile, bis dann eben auf AliExpress so die ersten Rollen kamen, wo ich dachte, vielleicht probierst du die mal aus. Und das war zum Beispiel, habe ich auch schon am Video vorgestellt, die Piscifun Carbon X, eine ultra leichte Rolle mit einer hohen Übersetzung, also eine 6,2er Übersetzung. Das war auf AliExpress lange Zeit überhaupt nicht zu bekommen. Also unter 5,2:1 braucht man eigentlich beim Meeresspinnfischen gar nicht anfangen. Und diese leichte Spinnrolle, die aus einem Carbongehäuse ist, was wirklich nicht unbedingt für das harte Meeresspinnfischen gedacht ist, sondern wirklich wie hier Meerforellen, Lachse, Makrelen, sowas. Da habe ich diese Rolle verwendet und war sehr, sehr zufrieden. Das heißt, bin bis heute mit dieser Rolle sehr, sehr zufrieden. Ich kenne keine Rolle, die eine noch weichere Bremse hat. Das heißt, die hat überhaupt keinen sogenannten Stip-Slip-Effekt. Stip-Slick-Effekt. Das heißt, es rutscht nicht an, sondern es geht beim geringsten Überlastungszug praktisch, der die Bremskraft übersteigt, geht die Bremse butterweich los. Und das ist bis heute so. Bin ich sehr zufrieden mit. Und dann kam ich auf die Firma Noebi irgendwann. Ja, die Firma Noebi kam dann auch mit Rollen raus, die die Übersetzung einigermaßen hatten und explizit Salzwasserrollen. Was macht eine Salzwasser-Spinnrolle vor allen Dingen aus? Eben wasserdicht muss das Ganze sein. Nee, Entschuldigung, nicht wasserdicht muss das Ganze sein. Das Ganze muss auf jeden Fall salzwasserfest sein. Das nochmal zur Unterscheidung. Wasserdicht bedeutet nicht salzwasserfest und salzwasserfest bedeutet auch nicht wasserdicht. Ideal ist natürlich, wenn beides auf einmal zutrifft, das heißt salzwasserfest und wasserdicht. Dazu kommen wir später. Naja, das ist eine salzwassertaugliche Rolle. Das bedeutet, dass sämtliche Bauteile, kann ich ja nochmal hier rausholen, die kennt ihr ja schon aus dem Video. Das ist die Infinite SW. Sämtliche Bauteile müssen bei einer Meeresspinnrolle rostfrei sein, auch die Kugellager innen drin. Ja, und das hat die offensichtlich erfüllt, wenn ich die jetzt hier so zeige. Die ist kaum geputzt. Natürlich habe ich gelegentlich hier an neuralgischen Punkten gefettet. Das heißt hier Öl dran natürlich, Schnurfangbügel. Ja, ihr seht sie noch, da ist kein Schlabbern, kein gar nichts. Denn die Rolle ist jetzt ein Jahr im Dauerbetrieb. Norwegen, Kanaren. Regelmäßig. Nicht am Wochenende mal ein bisschen Spinnfischen auf Hecht, sondern wirklich hartes Spinnfischen am Meer. Die funktioniert nach wie vor einwandfrei, obwohl diese Rolle, die nicht wasserdicht ist, mir ins Wasser gefallen ist und hat bestimmt eine halbe Minute unter Wasser gelegen,
war eine ziemlich blöde Aktion. Einfach weggerutscht und plumps. Und ja, ich habe dann gedacht, die wäre dann dahin, weil trinkt halt Wasser irgendwo ein und fertig ist. Aber ich empfehle euch ja immer bei Rollen, auch wenn die nicht wasserdicht sind, sie gewissermaßen ein bisschen dicht zu machen oder dafür zu sorgen, dass das Wasser nicht so schnell eindringt. Und zwar habe ich ja das Gehäuse, hier diesen Gehäusedeckel abgeschraubt und dann in diese Gehäusepackung, Gehäusepassung, da habe ich Fett reingeschmiert und das dichtet praktisch die Rolle. Also auch in die Bohrungen von den Schrauben. Unten natürlich, hier bei dieser Rolle kann man Rücklaufsperre ein- und ausschalten. Das alles richtig dick gefettet. Ja, und die hat das problemlos überstanden. Die läuft immer noch sanft wie am ersten Tag. Also kann ich absolut empfehlen. So viel praktisch zum Langzeit-Review. Und ihr seht die Rolle ja auch praktisch in allen meinen aktuellen Videos. Also wenn es da irgendwas dran auszusetzen gäbe, dann würde ich die Rollen einfach nicht mehr fischen oder würde auch ein Video drüber machen. Taugt nichts, das Zeug. Weil ich bin zwar, in dem Sinne ist das Video jetzt hier gesponsert, aber ich bin kein sogenannter Pro-Angler. Das heißt, ich habe mit keiner Firma expliziten Vertrag und muss irgendwelche Produkte vorführen und muss halt auch, ob es mir gefällt oder nicht, beschreiben, wie toll die Sachen sind. Das erinnert mich nämlich an eine Story von zwei Berliner YouTubern, die ich auf Gran Canaria geguidet habe. Und die kamen dann zum Guiding an mit einer 2,40 Meter Route, 60 Gramm Wurfgewicht. Ich will jetzt die Marke nicht nennen, von einer vermeintlich deutschen Marke. Ich weiß nicht, ob die Routen wirklich selber herstellen. Ich vermute eben auch China. Jedenfalls kamen die mit 2,40 Meter Routen, 60 Gramm Wurfgewicht an, nach Gran Canaria. Und das Erste, was ich sagte, ich kann euch auch Leihgerät geben. Weil, ja, unbrauchbar. Und deswegen würde ich solche Art von Sponsoring auch gar nicht machen, wo ich praktisch gezwungen bin, Sachen vorzuführen, die eigentlich nicht wirklich für das geeignet sind. Ja, die andere, die Rolle, die China-Rolle, ich drücke mal gerade hier auf die Seite, die Power Pro, für die gilt genau das Gleiche. Was denn? Du kannst ruhig sagen? Nee, da waren so zwei Fragen, so wie... Achso, die Fragen machen wir später, okay? Okay. Du kannst dir das ja einfach mal merken. Ich habe hier meine Tochter, die ist praktisch meine Regisseurin und Kamerafrau heutzutage, weil ich bin eben hier in der Standalone-Show, das heißt, hinter mir steht eben auch niemand. Lassen wir auch mal erstmal mein Thema und am Schluss gucken wir mal, ob da noch irgendeine Frage vielleicht offen sein sollte. Jedenfalls die Infinite Power, die habe ich ja auch schon vorgestellt. Von der Firma Noebi habe ich kein Geld extra für die Videos bekommen. Ich habe die Rollen natürlich umsonst zugeschickt bekommen, aber auch eben ohne Vertrag. Hier, du musst das aber dann und dann und du musst dies und jenes, sondern ganz frei. Das ist die Noebi Infinite Power. Auch auf den Kanaren gefischt, auch in Norwegen regelmäßig gefischt, wirklich rockhartes Angeln. Die ist ja noch älter, die ist jetzt 1,5 Jahre alt und auch da überhaupt kein Problem. Die läuft tadellos. Auch die kann ich empfehlen. Jetzt lichten sich hier die Reihen der Rollen. Ja. Was ich noch hier habe, was ich auch empfehlen kann, und zwar bin ich jetzt kein Freund von Baitcaster-Rollen zum Fischen, aber an manchen Stellen, sei es zum Beispiel Flüsse oder sowas, wo ich gar keine große Wurfweite brauche, oder direkt von irgendeiner Spundwand runter, da verwende ich gerne diesen kleinen Baitcaster von der Marke Cast King. Den habe ich mir damals auch selbst gekauft, also der ist nicht gesponsert und auch nicht angeschrieben. Die Firma Cast King hatte für mich, vielleicht auch durch das Vorurteil von diesem Rollenguru Alan Hawk, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, wenn nicht, mal googeln, der nimmt Rollen wirklich komplett auseinander und der warnt immer vor Cast King Produkten. Na gut, ich habe mir die Rolle einfach mal gekauft, weil es kam dann nicht so drauf an, einfach einen Köder irgendwo runterlassen oder eben in einem Fluss die zu schleudern. Ich kannte mich mit Baitcastern auch nicht sonderlich aus und ich glaube, ich habe dafür 50 € bezahlt. Die kostet heute noch weniger, 30 €. Ja, diese Fliehkraft-Magnetbremse, die muss man halt schon ziemlich anziehen, damit das halt passt, zumindest bei Ködergewichten um die 30 Gramm.
Da sind vielleicht teure Baitcaster besser. Allerdings habe ich eben bei meinen Guidings auf Gran Canaria, beim Schwarzbarsch-Guidings, da kamen sehr viele Leute mit Baitcastern an, die teilweise selber nicht wirklich damit umzugehen wussten, mit richtig teuren Teilen. Und die haben sich eigentlich auch nicht viel besser geworfen. Also man muss immer praktisch zur Sicherheit zumindest seinen Daumen beim Werfen draufhalten. Ja, das war meine Erfahrung erstmal mit KastKing. Und dann hat einer von euch mir auf ein Video, und zwar, glaube ich, war das zu der Infinite SW als Kommentar drunter geschrieben. Kennst du die, auf die ich jetzt gleich komme, diese Rolle? Und das war vor ungefähr einem Jahr, weil die Rolle habe ich jetzt vor einem Jahr vorgestellt. Und ich googelte bzw. schaute mal auf AliExpress nach und fand heraus, ja, die hieß damals KastKing Capstan Elite HS, also für HS für Highspeed, und hatte eine Übersetzung von 6,2:1. Und diese Rolle sollte wasserdicht sein. Das ist natürlich, hier die Noebi sind nicht wasserdicht, so angegeben. Und das sollte natürlich so der Pluspunkt sein, weil so eine richtig wasserdichte Rolle, die hatte ich nur mal gefischt. Und zwar eine Van Staal. Ein Guidegast von mir hatte eine Van Staal Rolle. Das ist ein amerikanischer Hersteller, der so, ja, die muss man erkennen, könnt ihr auch nachschauen, Van Staal mit 2 A. Extrem wuchtige Rollen, die eine zu kleine Übersetzung haben, wie ich finde, die komplett wasserdicht sind, durch Gummidichtung. Durch Gummidichtung wohlgemerkt, aber überall, also in der Spule, auf der Achse selber zum Gehäuseeingang, überall, wo Wasser eindringen könnte. Und eben auch, zum Beispiel am Schnurlaufröllchen, da geht das nicht mit Gummidichtungen. Da werden dann eben Teflonringe verwendet, weil ein Kugellager, logischerweise, dann kommt dann doch irgendwann Sand und alles Mögliche rein. Ja, diese Van Staal, die war schon was, aber die war zu langsam. Deswegen habe ich darauf auch verzichtet, mir mal die zu kaufen. Dann habe ich mir diese Sal Tiger gekauft, die eben auch wasserdicht sein sollte in gewissen Maßen. Habe aber nachgewiesen, dass die zwei Max-Sealed-Lager haben, aber an manchen Stellen eben trotzdem Wasser reinkommen kann. Weshalb sich die Frage stellt, wozu soll das Max-Sealed gut sein, wenn an einer anderen Stelle eben Wasser eindringen kann? Und dem nicht genug. Die Sal Tiger ist mir dann auch mal kurz ins Wasser geplumpst und, nee, Entschuldigung, die ist mir nicht ins Wasser geplumpst, sondern die wurde beim Spinnfischen auf Gran Canaria, und zwar beim Ingo, ein Guiding-Gast von mir, wurden wir ziemlich bös von der Brandungswelle erwischt. Also die Rolle hat bei mir, ich habe sie in der Hand gehalten und die Rolle hat halt eine ordentliche Brandungswelle kassiert. Und seitdem war das Nagellager futsch. Ja, danach habe ich sie x-mal versucht sauber zu machen, habe versucht, das Nadellager nachzubestellen. Das ist nicht möglich. Du bekommst das Nadellager nur, wenn du die Rolle an Daiwa in Frankreich oder nach Daiwa Japan einschickst. Selbst der offizielle Ersatzteilhändler, nämlich platt.co.jp heißt er, glaube ich, die Internetadresse, selbst der kommt nicht an dieses verdammte Nadellager ran. Ja, und da habe ich dann irgendwann gesagt, dieser ganze Max-Sealed-Quatsch, den will ich auf keinen Fall mehr haben. Ich kaufe mir keine Rolle mehr mit Max-Sealed. Sagt übrigens auch Alan Hawk, dieser Rollenguru, der kann das nicht werten, solange dieses Thema nicht praktisch auf eine Basis gebracht ist, wo jeder sich dann auch die Ersatzteile besorgen kann. Naja, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Kommentar bezog sich auf diese Capstan Elite HS von KastKing. Das war eine grüne Rolle damals und ich habe KastKing angeschrieben und weder von KastKing Amerika selbst noch eben über AliExpress habe ich irgendeine Rückantwort bekommen. Und jetzt, wo mich AliExpress halt ansprach, willst du nicht irgendwelche Produkte eben kaufen und dann eben im Video vorführen? Da fiel mir diese Rolle sofort wieder ein und stellte fest, dass es dieses Modell nicht mehr gab, wo die Kritiken auch teilweise ein bisschen negativ waren bezüglich der Laufruhe. Aber es gab ein neueres Modell, nämlich diese hier. Wohlgemerkt wasserdicht. Das hier ist die KastKing Capstan Elite ohne HS und die hat eine Diver-Übersetzung, sage ich mal, 5,7:1.
Erinnert ein bisschen irgendwie vom Design her eher an so eine alte Stella SW, also eine ältere Stella SW von sicherlich 10 Jahren, noch mehr als 10 Jahren. Wirkt wirklich tank-tested, also wie nennt man das, bulletproof, also wie fast eine Van Staal-Rolle. Van Staal ist noch ein bisschen wuchtiger vom Design. Die habe ich aber jetzt erst so, wann habe ich die bekommen? Letzte Woche. Also ich habe jetzt die 4-5 Mal gefischt, leider ohne, im Moment ist es mit dem Fischen gerade ein bisschen schwierig, ohne nennenswerten großen Fisch dran. Das heißt, die wurde auch nicht strapaziert, aber die wurde ordentlich schon gewässert, denn hier in Norwegen kommt es halt von allen Seiten auf das Wasser und da ist eine wasserdichte Rolle, egal ob man sie jetzt ins Wasser fallen lässt oder im Wasser kurbeln will, gar nicht verkehrt. Mehr kann ich noch nicht als Review sagen, das wird wahrscheinlich dann in einem längeren Video der Fall sein. Was ich aber sagen kann, die Rolle hat an allen erdenklichen Stellen hat die Gummidichtungen. Hier drin, natürlich die ganze Spule in sich ist oben und unten gedichtet, dass von hier und von hier kein Wasser eindringen kann. Die Achse ist gedichtet, alles ist praktisch gedichtet. Was das aber bedeutet, und das habe ich damals schon bei der Van Staal gemerkt, ist, man merkt die Reibung. Das heißt, die Reibung bei einer komplett gummigedichteten Rolle, die ist natürlich schon spürbar im Verhältnis zu einer, die das eben nicht hat, die eben minimales Spiel daran hat. Ja, das ist hier so praktisch mein neues Feature, mein neues Toy, was ich dann auf Herz und Nieren prüfen will. Hier steht es auch, IP6 Waterproof. Hat 6 Kugellager und was ich eben schon andeutete, hier befindet sich kein Kugellager drin, was aber auch bei vielen Rollen inzwischen der Trend ist, dass man auf das Kugellager hier drin verzichtet, weil das natürlich hier am ehesten mit Schmutz und dann eben vielleicht auch Rostbildung durch Flugrost betroffen sein kann, ist hier eine Teflonbuchse drin. Und man hat auch hier, da weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt gut ist, kann man aber natürlich auch nicht dichten, auch hier auf den Kurbelknauf hat man auf ein Kugellager verzichtet, sondern hat eben auch Teflonbuchsen verbaut, was natürlich auch bedeutet, dass eben der Schnurknauf hier sich nicht so schön dreht, wie zum Beispiel bei der Noebi Power. Da ist es halt ganz locker flockig, weil da eben 2 Kugellager drin sind. Aber die ist eben nicht wasserdicht. Ja, zum Thema China-Bashing, was ich ja auch oft auf meinem Kanal dann lese, habt ihr jetzt ja praktisch meine Meinung schon gehört. Das heißt, ich habe halt erfahren, die Produkte sind sowieso meistens in China hergestellt. Und auch bei deutscher Angelgerätemanufaktur ganz besonders da. Ich habe hier in Norwegen einen Kumpel, auch ein Deutscher, der hat eben auf diese Marke geschworen und ja, der hat dann halt eine gebrochene Rute ziemlich schnell gehabt. Haben die wahrscheinlich billig in China eingekauft, teuer hier verkauft. Also ihr kauft da nicht irgendein deutsches Produkt oder unterstützt irgendwen in Deutschland. Das ist inzwischen nur noch ein reines Durchschieben von China-Produkten. Und warum dann nicht einfach direkt in China kaufen? Besonders finde ich diese Doppelmoral von einigen etwas merkwürdig. Habe ich hier schon erlebt, dann zum Beispiel per E-Mail kriege ich das dann sogar geschrieben. Man soll nur eben, um die deutsche Wirtschaft zu schützen, in Deutschland kaufen und sowas. Und dann steht dann gesendet von meinem iPhone darunter. Ja, das iPhone ist auch ein China-Produkt und deine DJI-Drohne auch. Also warum sich dieser speziell in Deutschland, dieser Glaube hält, dass China nur Schrott ist mir jedenfalls nicht mehr klar. Was aber klar ist, das habe ich auch schon angedeutet, man muss auch auf AliExpress auswählen. Das heißt, wenn du eine Rolle für 50 € kaufst, dann bekommst du eine Rolle für 50 € und die kannst du zum Meeresspinnfischen auch da nicht gebrauchen. Was noch vielleicht interessant für euch sein könnte zum Thema AliExpress ist, wie läuft das denn eigentlich, wenn es Probleme gibt? Natürlich gibt es manchmal Probleme. Zum Beispiel in letzter Zeit gab es Probleme, weil einige Händler, ich kaufe ja nicht nur Angelsachen da, sondern auch für den Camper sehr viele Sachen. Und einige Händler sind dazu übergegangen,
Sachen mit einem 3D-Drucker herzustellen, das aber nicht in der Produktbeschreibung dazu schreiben, was man vielleicht sollte, wenn man es dann eben sieht, dass es ein 3D-Druck ist. Und ich bekam dann teilweise 3D-gedruckte Teile aus einem minderwertigen 3D-Druckmaterial und extrem grob gedruckt. Ihr wisst ja, ich drucke ja selber sehr viel mit 3D und kenne mich da aus. Und dann kommt da so ein Ding an und denkst du, hä, in der grobsten Einstellung, die es nur irgendwie geht, reklamiere ich, schreibe ich einfach hin in AliExpress. Hier die Produktbeschreibung beinhaltet das nicht und die Produktfotos zeigen ganz klar ein Cast Mold, also was heißt es auf Deutsch, ein nicht ein Aluguss, ein ABS-Gussteil. Und dann kriegst du auch das Geld zurückerstattet, selbst wenn sich dahinter nicht meldet. Es geht innerhalb von einem Tag, da schaltet sich dann AliExpress selber ein. Und wenn ihr irgendeine Reklamation habt, wo das Teil dann zurückzuschicken ist, meistens bei solchen Kleinteilen sagen die behaltet das Ding, kriegst das Geld zurück. Und wenn irgendwas zurückzuschicken ist, ist es inzwischen auch so, dass viele Sachen an eine deutsche Adresse, ein deutsches Sammellager zum Beispiel zurückgeschickt werden können und darüber die Rückabwicklung stattfindet. Also ihr kriegt dann auch ganz normal einen Retourenschein und sobald das dann da registriert ist, kriegt ihr das Geld zurück. Ein Problem könnte natürlich sein die Garantie oder beziehungsweise eigentlich heißt es ja auf Deutsch die Gewährleistung. Bei der Gewährleistung ist es so, dass ich da bisher noch keinen Fall hatte, wo ich jetzt ein Produkt hatte, wo ich nach über einem halben Jahr gesagt hätte, hier ist ein Materialfehler, das muss ich wieder zurückschicken an AliExpress. Angesichts der Preise kann man sich das wahrscheinlich auch schenken, aber ich sage jetzt auch explizit nochmal ein halbes Jahr, weil tatsächlich ist es so, dass diese Gewährleistung von 2 Jahren, die in Deutschland existiert, oft missverstanden werden. Denn diese 2 Jahre beziehen sich zwar auf den Gesamtzeitraum, aber nach einem halben Jahr, also ein halbes Jahr nachdem du das Produkt gekauft hast, hat der Händler die Möglichkeit zu sagen, das glaube ich jetzt nicht, dass es ein Materialfehler ist. Ich glaube, dass du damit falsch umgegangen bist. Und nach einem halben Jahr bist du tatsächlich eigentlich in der Nachweispflicht. Aus Kulanz wird das wahrscheinlich oft nicht gemacht. Ich habe das jetzt auch eigentlich bei keinem Produkt in der letzten Zeit gehabt, außer bei meinem Fiat Ducato. Da hatte ich das gehabt. Da brauchte ich dann eben nicht nachweisen, dass ich vielleicht mich verschaltet habe oder so, was ich natürlich nicht gemacht habe. Ansonsten ist es halt so, musst du wissen, nach einem halben Jahr kann eigentlich der Händler verlangen, dass du nachweist, dass du keinen Mist gebaut hast mit dem Produkt. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, was passiert, wenn diese Rolle jetzt nach einem Jahr irgendwie, meinetwegen, das Gehäuse einen Riss hat. Aber ganz klar würde ich auch als Händler dann sagen, ja pass mal ach, hier ist die Rolle runtergefallen. Und natürlich hat die deswegen jetzt einen Riss im Gehäuse. Denn diese Rolle hier, das ist auch ein wichtiges Kriterium für eine Meeresspinnrolle, für richtiges Meeresangeln. Diese Rolle hier ist auch komplett alles aus Metall. Innen drin habe ich auch reingeschaut, ein Messing- oder Bronzeguss. Also es ist eine sehr hochwertige Rolle, jedenfalls schon von den Materialien. Ja, das war so mein Video zu den China-Rollen. Und jetzt gucken wir doch mal, was hier steht. Welche Fragen hast du dir die eben gemerkt? Also. Kannst du auch gerne mal da drauf schwenken, dann sehen die Leute so, wie das hier so aussieht. Ja, das war mit der Noebi-Rolle da hinten, Mhm. die kleine. Ja, der neue mich. Okay. Das war, womit ist diese vergleichbar zum Beispiel? Als wir darüber geredet haben. Die Noebi-Rolle, ja. Also diese Noebi Infinite SW. Das ist, ich glaube, das Video hatte ich auch so damals so betitelt. Ich würde sie in die Richtung Shimano Stradic stellen. Und ich habe neulich einen Kommentar von jemandem gelöscht. Ich verstehe ja, junge Menschen sind oft Markennerds und die wollen halt, dass ihre Marke, ich weiß nicht aus welchen Gründen auch immer, ich glaube, ich war früher selber mal so, dann irgendwie hervorsticht. Und da wollte mir doch allen Ernstes jemand erzählen, dass die Noebi-Rolle, nicht die Noebi-Rolle, dass die Shimano Stradic wasserdicht sei. Ist ja natürlich nicht in keiner Ausführung. Genauso wenig wie die Infinite SW. Und ich würde sie halt mit einer Stradic absolut vergleichen. Kostet eben ein bisschen weniger. Die Preise habt ihr ja selber gesehen, die sind leider ein bisschen explodiert auf AliExpress, weil eben scheinbar viele dann auch diese Rolle gekauft haben.
Auf der anderen Seite, guckt sie euch nochmal an, ich weiß nicht, ob das Licht hier ausreichend ist, aber die ist jetzt nach einem Jahr 3-4 Mal in der Woche Spinnfischen, ist die in einem tadellosen Zustand. Da knarzt nichts im Getriebe, obwohl die, wie gesagt, ins Wasser gefallen ist, was er nicht hätte dürfen, weil sie eben nicht als wasserdicht ausgeschrieben ist. Da gibt es nichts dran zu meckern. Die Bremse ist butterweich wie am ersten Tag. Schnurfangbügel habe ich ja schon erwähnt. Da schlabbert nichts, da ist kein Spiel drin. Einwandfrei, kann ich empfehlen. Hier das Ding ist auch kugelgelagert. Ja, haben wir noch eine andere Frage? Ach so, da gibt es nochmal die Rollengrößen. Ganz wichtiges Thema. Ganz wichtiges Thema. Und hier seht ihr das ja live. Schaut mal. Also hier habe ich jetzt zum Beispiel diese Capstan Elite 4000. Das ist eine Capstan Elite 4000. Übrigens der Nachteil von dieser Capstan ist auch, ihr seht ja, ist eine relativ kleine Rolle, jedenfalls zum Meeresspinnfischen. Das ist eine 4000er. Da sieht man ja auf der anderen Seite auch nochmal richtig, genau. Und die wiegt 400, also umgerechnet, ich habe es in Onzen praktisch übersetzt, 445 Gramm wiegt diese Rolle. Also es ist ein richtiger Knochen, dadurch, dass es eben komplett aus Metall ist. Also es ist kein Leichtgewicht. Ich glaube, die ist sogar schwerer als eine Saltiger oder eine Stella 4000 in dieser Meeresklasse. Also das ist schon der Nachteil auch eben von einer ja, brutal stabilen Rolle vielleicht. Rollengrößen, genau. Wie gesagt, das war jetzt die Capstan Elite 4000. Und jetzt mal zum Beispiel das hier, ne, stimmt nicht, das ist eine 6500. Das ist eine 6500er von Penn. Und haben wir noch eine andere Größe. Ja. Das hier ist die 6000er Noebi. Das heißt, man sieht von der Spulengröße, ich hoffe, man sieht es, von der Spulengröße her, sind diese beiden Marken vergleichbar mit dem Shimano-Maßstab. Ich hatte darüber ja schon mal ein Video gemacht. Es gleicht sich aber inzwischen alles an. Das heißt, fast alle Rollenhersteller nehmen inzwischen den Shimano-Maßstab an. Denn logischerweise viele Leute, oder wahrscheinlich ist die Shimano die meistgekaufte Marke, und die richten sich danach. Und Shimano hat sich einen Trick einfallen lassen, die ist so vor 12 Jahren, würde ich sagen, oder noch ein bisschen länger, hat die ihre Rollen immer kleiner werden lassen. Das heißt, ich war in einem Laden gewesen, glaube ich 2011 das erste Mal, da habe ich mir so die Rollen angeguckt, habe mir gesagt, okay, nächstes Jahr kaufst du eine 4000er. Und dann bin ich nächstes Jahr in den Laden gekommen, da kam das neue Modell von Shimano raus. Und dann sagte ich, ja komisch, die 4000er ist irgendwie jetzt kleiner. Und da sagte mir der Händler auch, ja, Shimano hat verkleinert. Also du kriegst immer weniger Rolle für die gleiche Baunummer. Das heißt, der Maßstab ist nicht genormt. Eine 4000er Rolle ist bei jedem Hersteller so ein ganz bisschen anders gewesen. Und jetzt tendiert es dahin, dass alle Hersteller diesen kleinen Shimano-Maßstab übernehmen. Das ist auf die Spule bezogen, auf den Spulendurchmesser bezogen. Und eben das der eigentliche Maßstab ist. Das hier ist zum Beispiel eine 8000er. Das habe ich aber auch schon im Video gezeigt. Die Spule von meiner 5000er Daiwa Saltist ist größer als die von der 8000er Noebi oder auch anders gedrückt größer als die von der 8000er Shimano, weil das ist wie gesagt der Shimano-Maßstab. Aber jetzt hat Daiwa auch diese Nummer erkannt, dass die Leute eben Äpfel mit Birnen vergleichen. Und natürlich ist eine 6000er Rolle dann eben teurer als eine 6000er Rolle von der anderen Marke, von Daiwa. Und deswegen ist Daiwa jetzt auch leider dazu übergegangen und macht jetzt auch kleinere Rollen. Das muss man beachten, weil es ein totales Chaos ist. Diese Daiwa BG zum Beispiel, die hat noch den alten Daiwa-Maßstab. Also das heißt, die ist ziemlich groß, die entspricht einer Shimano 6000er. Und dann haben sie jetzt eine Daiwa BG MQ oder eine Daiwa Saltist MQ rausgebracht. Die ist dann aber tatsächlich kleiner als die eigentliche Daiwa BG. Also eine Daiwa BG 4000 ist größer in der Spule als zum Beispiel eine Daiwa BG MQ 4000. Sehr verwirrend.
Da bleibt eigentlich nur dann wirklich teilweise der Vergleich im Laden oder man richtet sich von vornherein nach dem Shimano-Maßstab, wo eben jetzt auch die meisten Hersteller hingehen. Auch Penn übrigens. Penn hatte auch immer so eine eigene Zwischengröße gehabt. Das ist ja eine Riesenrolle, wenn man sich das anguckt. Die 6500er im Vergleich zu der 8000er. Man sieht es ja, die Spulen, ich glaube die 8000er Spule ist noch minimal kleiner hier von der Noebi als die 6500er. Aber auch Penn ist jetzt den Shimano weggegangen. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Penn-Rolle kauft, dann ist die Rolle auch kleiner geworden plötzlich. Ist sehr verwirrend und da bleibt eben nur das Vergleichen. Man kann so ein bisschen abschätzen halt am Gewicht auch von der Rolle. Wenn ihr eine Rolle habt, die so um die 400 Gramm wiegt und das ist eine Metallrolle, dann seid ihr meistens so in der 6000er Größe, vielleicht auch 5000er Größe von Shimano wohlgemerkt. Nur so als Anhaltspunkt. Ja, haben wir noch eine andere Frage? Ich glaube nicht, oder? Genau, die Größen hatte ich gerade angesprochen. Ja, leider ist es, wie gesagt, ein ziemliches Verwirrspiel. Aber es sieht wohl so aus, als wenn alles auf diesen Shimano-Maßstab hingeht. Also es gab, so ähnlich wie bei Schuhen ist das zum Beispiel, italienische Schuhe oder chinesische Schuhe hat man gesagt, oder ist ja auch so oft gewesen, sind halt kleiner. Und es gab halt, ja, es gibt eigentlich schon eine Norm bei Schuhen, aber irgendwie haben sich die viele nicht dran gehalten. Und genauso ist es aber bei Rollen, da gab es noch nie einen einheitlichen Maßstab und noch nie eine festgelegte Norm. Und es scheint sich aber jetzt alles auf diese Shimano, sagen wir jetzt einfach mal auf diese Shimano-Norm, auf diesen Shimano-Standard einzuspielen. Also könnt ihr davon ausgehen, dass in Zukunft alle Rollen 4000er dann auch tatsächlich 4000er Rollen durch die Marken durch sind. Wer weiß, vielleicht ist auch irgendwann alles eine Marke. Weil es gibt ja Hersteller, die zum Beispiel der große amerikanische Konzern Pure Fishing, der hat so viele Marken aufgekauft. Ich glaube, DHM ist da auch drunter geschlüpft, Abu Garcia ist auf jeden Fall drunter. Und so ein bisschen wie so Stellantis ist das dann bei Autos. Und da wird dann praktisch alles irgendwann vereinheitlicht. Aber wie gesagt, sie kaufen ihre Produkte alle aus China. Die wenigsten stellen irgendwas noch selber her. Habe ich ja auch gesagt, selbst die renommierte amerikanische Marke Penn ist halt alles China. Und das bedeutet aber eben nicht, dass es minderwertige Qualität ist. Ja, jetzt haben wir aber viel gelabert. Noch eine wichtige Frage? Also ich glaube, da irgendwo hier war noch eine... Warum scheint bei mir die Sonne? Ja, frag lieber nicht. Warum scheint bei mir die Sonne? Ja. Ich bin jetzt ehrlich gesagt froh. Das ist nämlich extrem deprimierend. Wir hatten 4 Wochen hier mehr oder weniger jeden Tag Regen. An manchen Tagen, nicht an manchen Tagen, sondern 3 Tage, 4 Tage teilweise hintereinander komplett durchgeregnet. Und das zehrt auch ziemlich an den Nerven, wenn du eben ständig mit dem Regenmantel noch draußen angeln kannst. Aber wie gesagt, eine komplett wasserdichte Rolle könnte da nicht verkehrt sein. Noch was Entscheidendes? Ich glaube, da irgendwo hier war so eine interessante Frage, so wie da irgendwo hier vor das da, habe ich mich gewundert. Mit Keramiklagern ausgestattet. Keramiklager verwendet man eigentlich nur bei Baitcaster-Rollen. Bei solchen Meeresspinnrollen eigentlich nicht. Hier sind in der Regel shielded, also richtig in sich geschirmte Edelstahl oder wahrscheinlich nur noch hochwertige Lager verbaut. Das ist auch übrigens ein wichtiges Kriterium und da unterscheidet sich der Preis ganz erheblich. Denn Kugellager, wie viel Kugellager eine Rolle hat, das sagt noch lange noch nicht darüber aus, was das für eine Qualität ist. Ihr kriegt Rollen für 20 €, die haben 13 Kugellager. Ja, das sind dann aber wirklich Spielzeugkugellager. Und richtig geschirmte, salzwasserresistente Kugellager, die kosten eben Geld. Wenn ihr zum Beispiel für eine Saltiger ein Kugellager kauft, dann kostet das, ich habe mal eins gekauft, also für innen drin eins, weil ich dachte, ich könnte damit irgendwas retten. Das hat über 30 € gekostet, das Lager. Gut, die hauen natürlich bei Ersatzteilen wie auch bei allen richtig drauf, aber da seht ihr halt den Unterschied. Und Keramiklager, bei diesen Rollen gibt es kein einziges, aber ihr habt es ja jetzt gesehen auch. Da brauche ich jetzt niemandem was vormachen, die laufen einwandfrei.
Noch was? Da musst du ein bisschen gucken. Wann bin ich das nächste Mal auf La Gomera? Ja, am besten gleich. Aber das ist vielleicht auch noch ein schönes Thema. Diese Rolle hier werde ich nicht in Norwegen testen, weil in Norwegen, naja, ihr wisst ja, die Fische, sagen wir mal Seelachse, wenn die richtig groß sind, die ziehen schon ganz gut. Aber hier muss noch ein richtiger Salzwassertest her. Und zuerst geht es dann tatsächlich ans Mittelmeer. Und zwar geplant ist zumindest Ende September nach Griechenland. Und da wird diese Capstan Elite hier mal ausführlich getestet. Da bin ich schon sehr gespannt, wie sich das schlägt. Ist natürlich nicht so brutal, das Mittelmeer wie der Atlantik. Vielleicht fliege ich im Winter eben nach La Gomera, aber La Gomera ist ja eine meiner Lieblingsinseln auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, heute ist nicht alle Tage. Wir sehen uns wieder, keine Frage. Und wünsche euch noch einen schönen Tag, vielleicht nochmal abschließend mit dieser Aussicht.